Hallo miteinander. Heute zeigen wir euch, wie man das Apex M&P Tuning Trigger Kit in einer S&W M&P 9 installieren tut. Das Wichtigste zuerst. Was ihr dazu brauchen könnt, ist ein Hammer. Ein Wise-Block wäre halt einfach sehr von Vorteil, wenn man den hat. Dann braucht man noch einen 2,3 mm Durchschlag, einen 1,5 mm Durchschlag. Dann, je nachdem, was ihr für eine Version der Pistole habt, bei allen Core-Serie, wo man ein Punktvisier installieren kann, braucht es einen Torx oder, schlimmstenfalls geht auch ein 2 mm Imbusschlüssel, dann ein 1,27 mm, um die Halterung des Planger zu lösen. Bei den Standardversionen von der M&P braucht es einen 1,5 mm Imbus zum Lösen der Kimme, das Tool, das dabei ist, und am besten halt einen Schraubstock, damit man den Schlitten einspannen kann, um die Kimme zu lösen und wieder installieren. Wer daheim keinen Weissblock, Hammer oder Durchschlag hat, dem empfehlen wir die Werkzeuge von Realavit. Die sind allgemein wirklich recht praktisch rund ums Basteln bei Waffen oder halt auch bei anderem Zeug. Qualitativ hochwertig zu einem fairen Preis. Wo ihr das bekommt, findet ihr im Videobeschreib. Als erstes muss man den Schlitten entfernen. Für das nimmt man zuerst das Magazin raus, Schlitten hinten, arretieren, das Sicherungshebel um ein Vierteldreieck, dann in die Pistole rein den gelben Fixierstift nach vorne drücken und der Schlitten kann demontiert werden. Rückschlagsfedern und den Lauf nehmen wir auch weg, wegen die brauchen wir für die Installation dieser Teile nicht. Die Installation vom Planger mit den Federn unterscheidet sich zwischen der Standardversion und der Core-Version. Bei der Standardversion muss man zuerst diese Schraube hier lösen. Das wäre der 1,5 mm Imbusschlüssel. Dann muss man die Kimmenvisierung demontieren. Am besten macht man das von der rechten Seite aus, weil der Planger auch auf der rechten Seite ist. Somit muss man die Kimmenvisierung nur bis zu einem Teil verschieben und nicht ganz rausnehmen. Wir zeigen euch aber zuerst, wie man es installieren tut bei der Core-Variante. Bei der Core-Variante muss man zuerst das Blättchen wegnehmen oder halt das Visier, wenn man eins installiert hat. Die Schrauben, die das Blättchen heben, sind Torx. Es geht aber auch mit einer 2 mm Imbusschlüssel, um die wegzunehmen. Dann schraubt man die einfach mal schnell ab. Und entfernt die Platte. So. Darunter befindet sich die Abdeckung für den Planger. Die ist mit einer ganz kleinen Imbusschraube fixiert. Dazu braucht man den 1,27 mm Imbus, um die zu lösen. Dann kann man die einfach rausnehmen. Die Schraube sollte man nicht verlieren. Die Feder hier ist an einem kleinen Nockel fixiert. Dort muss man beim Installieren auch aufpassen, dass man dann die auch da schön wieder rein tut und die nicht verklemmen tut. Jetzt kann man einfach den Planger rausnehmen.
Das geht am besten, indem man ihn halt einfach von der anderen Seite rausdrücken tut. Da. Et voilà. Jetzt einfach die Tuning-Teile wieder rein tun. Zuerst natürlich den Planger. Und eben bei den Federn wichtig, schauen, dass die da schön drin sitzt und nicht daneben, sonst verglänzt das Ganze. So, wieder schön angezogen. Kann man einfach das Blättchen oder den Red Dot wieder drauf tun. Die Schrauben wieder befestigen. Und dann ist der Teil am Schlitten schon erledigt. Bei der normalen Version von dem M&P muss man, wie bereits erwähnt, zuerst die Kimme verschieben, damit man den Planger installieren kann. Da fängt man damit an, indem man da die kleinen Schrauben lösen tut. Für das braucht man einen 1,5 mm Imbusschlüssel. Da ist wichtig zu beachten, dass die Schraube teilweise mit Schraubensicherer, also mit Loctite, festgemacht ist. Je nachdem kann es dann einfach sein, dass man es eventuell mit dem Heißföhn ein bisschen erhitzen muss, damit sich die Schraube besser lösen lässt. Dann tun wir die jetzt zuerst mal rausschrauben. So. Danach kann man die Kimmenvisierung auf die Seite schieben. Am besten würde es jetzt gehen, wenn man den Schlitten in einem Schraubstock befestigen tut. Es geht aber schlimmstenfalls auch mit einem Weissblock. Dazu benötigt man das mitgelieferte Tool. Und wie bereits erwähnt, tun wir die Kimme von der rechten Seite aus verschieben. Und das zwar etwa nur knapp bis zur Hälfte, das genügt bereits. Bei dieser Hilfe, die dabei ist, muss man einfach schauen, dass man die richtig ansetzen tut, damit man es auch wirklich durchschlagen kann. Das dient sozusagen als eine Führung, damit die Kimme auch besser verschoben wird und der Deckel vom Planger nicht gerade raus schaut. So. Und jetzt schaut da schon bereits der Deckel vom Planger raus. Jetzt können wir den Planger rausnehmen. Das auch am besten, indem wir einfach zuerst da die Führung rausnehmen. Die brauchen wir wieder. Da muss man dann auch schön schauen, dass da die Feder am richtigen Ort wieder eingefädelt wird. Den Planger kann man einfach von der anderen Seite durchdrücken. Jetzt nimmt man am besten dann einfach gerade den Tuning-Planger mit den Tuning-Federn. Fädelt das schon mal ein. Da, wie gesagt, schauen beim Deckel vom Planger, dass der Noppel schön in die Federn reinkommt und setzt das wieder ein. Danach benutzen wir gerade wieder die Hilfe, die im Lieferumfang dabei ist. Das mal tun wir die aber
einfach im Voraus da auf der rechten Seite einfädeln. Und zwar aus dem Grund, damit das Tool da den Deckel vom Planger schön am richtigen Ort hebt. Somit wird garantiert, wenn man die Visierung wieder reinschlägt, dass der nicht verkeilen tut. Um das Visier wieder reinzuschlagen, am besten einen Hammer benutzen mit einem weichen Kopf, damit man die Kimme nicht beschädigen tut. Dann natürlich wieder schauen, dass das Visier wieder schön in der Mitte ist. Dann kann man die Schrauben wieder hineinschrauben, vorzugsweise mit Loctite festmachen, dass sie auch wieder gut heben tut und sich nicht vom Rückstoß lösen tut. Et voilà. Und so installiert man den Planger mit den Federn in einer normalen M&P9. Beim Griffstück fängt man damit an, dass man die 2 Pins rausschlagen tut. Für das braucht man den 2,3 mm Durchschlag und die sollte man von der linken Seite zur rechten rausschlagen. Als nächstes nehmen wir die Halterung hier raus. Die hier kann man einfach leicht gegen kippen. Dann kann man es anfangen rausnehmen. Dann muss man es wieder gegen unten drehen und sie kommt schon raus. Als nächstes tun wir den Stift noch rausschlagen. Den kann man nur von der rechten Seite zur linken rausschlagen. Da kann man wiederum auch den 2,3 mm Durchschlag verwenden. Das gemacht, kann man das vordere Housing bereits rausnehmen. Da ist sehr wichtig zu beachten, dass da kleine Federn drin ist. Einfach aufpassen, dass man die nicht verlieren tut. Da nochmal zum Zeigen. Ja. Klein und gemein, wenn man die verliert und die am Boden geht, ist man lange am Suchen. So. Jetzt kann man bereits den Abzug und das hintere Housing rausnehmen. Am besten fängt man beim Abzug und beim Schlittenfanghebel an.
Den Schlittenfanghebel kann man eigentlich einfach rauslupfen. Den Abzug durchdrücken und gegen vorne ausfädeln. Beim Housing funktioniert es am besten, wenn man einen Durchschlag nimmt, den hier hinten ansetzen tut und ihn als Hebel benutzen tut. Um ihn leicht zu lösen und dann kann man das Sear-Housing rausnehmen. Wir fangen jetzt zuerst mit dem Sear-Housing-Block an. Für das muss man zuerst den Ejector wegnehmen. Der ist nur reingesteckt, den kann man einfach lösen. Dann muss man den Stift hier durchdrücken. Und das wird dann den Sear lösen. So. Einmal gelöst, kommt der Sear eigentlich fast von allein weg. Da auch wichtig, darunter hat es eine Feder mit einem kleinen Planger. Den Planger braucht man, der ab Werk drin ist. Die Federn ersetzen wir jetzt durch die Tuning-Federn ersetzen. Die Federn einfach einfädeln und dann wieder rein tun, wo sie vorher war. Da ist ein schönes Loch drin, wo sie drin passt. Tuning-Sear nehmen. Der kommt so drin. Dann einfach schauen, dass das Loch schön übereinstimmt. Dann den Stift wieder installieren. Danach den Ejector wieder draufklipseln und das Tuning vom Sear-Housing ist vollendet. Beim Abzug muss man zuerst die Triggerbar vom Abzug lösen. Das macht man ganz einfach, indem man das Stiftchen hier durchschlagen tut. Das funktioniert am besten mit dem 1,5 mm Durchschlag. Der muss nicht ganz durchgeschlagen werden. Es langt, wenn man ihn so weit durchschlägt, dass die Triggerbar sich lösen tut. Danach kann man die Abzugsfedern ausfädeln und schon ist man bereit, die Tuning-Teile zu installieren. Hierzu zwei kleine Möglichkeiten. Das eine wäre, man tut den Abzug in einem Schraubstock einspannen, mit weichen Kanten, die Triggerbar einfädeln tut und dann vorsichtig ein bisschen anziehen tut, um den Stift einzudrücken, bis er einfädeln tut. Oder die Alternative wäre, den Stift jetzt da mit dem Durchschlag ganz bisschen durchschlagen, wirklich nur ein Mühe, und dann die Triggerbar einfädeln, bis sie einrasten tut und dann durchschlagen. Das wären die zwei Varianten, die man hat.
So, einfach schauen, dass der Stift auf der linken Seite bündig ist und die Triggerbar ist installiert. Als nächstes tun wir die Abzugsfedern installieren. Wichtig, die Öffnung sollte beim Einfädeln gegen unten schauen. Da wird sie eingefädelt. Und zwar kommt die so rein und dann wird sie so angestellt. Da steht halt sicher beim Schiessen, dass die Federn nicht aushängen kann. Oder? Als nächstes tun wir den Abzug zusammen mit dem Schlittenfanghebel verbinden. Das machen wir mittels mitgelieferter Installationshilfe. Das vereinfacht nachher die Installation vom ganzen Abzug. Wichtig da, der abgerundete Kopf sollte man so rein tun, dass der auf der rechten Seite ist, weil später dann beim Installieren wird der Fixierstift von links nach rechts durchgeschlagen. Schlittenfanghebel einfach oben durchstülpen, schauen, dass die Abzugsfeder schön in Position ist und dann Stift einfügen. Da wichtig schauen, dass der Stift die Abzugsfedern einhängen tut, damit sie auch nachher richtig installiert wird. So haben wir jetzt, sagen wir, eine Art Drop-in für nachher. Jetzt können wir den Sear Housing Block wieder in die Griffschale einfügen. Wichtig da, schauen, dass man den am richtigen Ort einfädeln tut. Und reindrücken. Danach tun wir da wieder den Stift rein. Stift tun wir von der rechten Seite reinschlagen. Und am besten so, dass er auf beiden Seiten etwa gleichmäßig drin ist. Beim Einfädeln vom Abzug gibt es Folgendes zu beachten.
Das Endstück von der Triggerbar kommt da am Rand rein. Den Abzug fädelt man da im Gehäuse. Am besten fängt man von hinten an und fädelt einfach dann noch den Abzug rein. Reindrücken. Jetzt einfach sicherstellen, dass die Triggerbar sich bewegen kann und nicht klemmen tut. Falls sie klemmt, haben wir es falsch rein und müsst es einfach nochmal einfädeln. Zur Sicherheit empfehle ich, einfach nochmal schnell Abzug heben, betätigen. Wenn er sich so bewegen kann, dann ist es richtig gemacht. Jetzt können wir das vordere Metallhousing einfädeln. Da wieder ganz gut aufpassen auf das Federli da, dass es nicht runterfällt. Der Block da hat zwei Flügel da. Die kommen schön da ins Gehäuse rein, vom Griffstück. Da jetzt eben einfach aufpassen auf das Federli. Je nachdem kann es sein, dass man den Abzug da noch ein bisschen bewegen muss, dass er in die richtige Position kommt. Einmal drin können wir dann da den zweiten Stift installieren. Der wird auch wieder von der rechten Seite aus rein da. Da am besten das Teil da mit der Hand abdrücken, heben und dann den Stift durchschlagen. Da auch wieder schauen, dass der Stift auf beiden Seiten etwa gleich viel rausschaut. Und jetzt installieren wir den Abzugstift. Der kann nur aus der linken Seite aus eingeführt werden. Da einfach wichtig, schauen zuerst, dass der Schlittenfanghebel und der Abzug schön in der gleichen Position ist, dass das Zeug auch schön durchkommt. Falls das nicht der Fall ist, kann man einfach mit dem Durchschlag die Position ein bisschen korrigieren. Wir empfehlen da, den einfach mal vorne drauf zu tun und dann zuerst mit dem Hammer bis zu 2/3 hineinschlagen. Und das zwar einerseits, damit unsere geile Installierhilfe rauskommt und dass der Stift wieder die Abzugsfeder einfädeln tut. Wenn das nicht der Fall ist, muss man es wieder rausnehmen und neu machen. Einmal drin. Auch wieder reinhämmern und schauen, dass er schön bündig ist. Und jetzt kommen wir schon bereits zum Schlittenhebel. Der hat auf der einen Seite eine flache Oberfläche, mit der fängt man an und tut die Federn eigentlich nachher, indem man den wieder drehen tut, eindrücken. Dann geht man wieder auf die Normalposition. Wieder ein bisschen gegen oben drücken, bis er komplett drin ist. Und er ist installiert. Jetzt können wir schon bereits wieder den Schlitten drauf tun.
Da natürlich wieder daran denken, der muss gegen unten schauen, der Gelstift muss gegen vorne schauen. Dann nehmen wir wieder den Schlitten und natürlich den Lauf rein, Rückschlagsfedern. Schauen, dass sie schön auf Position ist. Schlitten einfädeln. Einmal hindern, arretieren. Hebel wieder gegen vorne tun. Und die Installation ist fertig. Bevor Sie jetzt in den Schiesskeller schiessen, würde ich zuerst trocken einfach mal sicherstellen, ob der Abzugsmechanismus funktioniert. Also sprich spannen. Natürlich sicherstellen, dass kein Schuss drin ist. Abdrücken. Löst aus. Ist gut. Zur Sicherheit auch schauen, ob das mit dem Reset funktioniert. Wenn es jetzt da irgendetwas nicht funktionieren würde, dann hat man etwas falsch gemacht, dann müssen wir es wieder auseinandernehmen. Wir empfehlen, auch wenn jetzt da alles funktionieren tut, am Anfang wirklich immer nur mal mit 1-2 Schuss zu probieren, um sicherzustellen, dass alles gut ist. Wenn das verifiziert ist, kann man ganz normal weitermachen und kapseln mit dem Tuning-Trigger. Danke fürs Schauen und viel Spaß!